Die Ferien stehen wieder vor der Tür und ihr seht es hier schon hinter mir, die Autobahnen werden immer voller und deswegen verrate ich euch heute mal 10 Tipps gegen Stau oder solltet ihr schon im Stau stehen. Viel Spaß dabei. Ja Mensch, und hier ist es dann doch deutlich ruhiger und damit ganz herzlich willkommen zum neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, bin ich heute nicht mit meinem Camper unterwegs, sondern mit dem kleinen Autschgal, denn meiner steht in der Werkstatt. Warum eigentlich, Micha? Ich kümmere mich um dein Fahrzeug. Wir bringen das auf Vordermann. Wir kümmern uns ganz besonders um die Elektrik und da haben wir ganz tolle Dinge, wo wir, ja, du darfst überrascht sein. Ich will nicht so viel verraten, sei einfach gespannt und ich freue mich, dich wiederzusehen. Bis dann, ciao, ciao. Ja, geil, ich freue mich drauf auf alle Fälle. Für das heutige Video ist es aber völlig egal, denn es betrifft uns am Ende alle, egal ob wir mit dem Camper unterwegs sind oder eben mit dem Pkw. Alle, die wir mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil auf dem Weg in Urlaub sind, die betrifft es am Ende. Deswegen auch super gerne mit all euren Liebsten teilen, denn umso mehr wir diese Regeln jetzt gleich befolgen, umso weniger werden wir uns alle zur selben Uhrzeit auf der Autobahn treffen und das wäre ja richtig cool. Deswegen würde ich jetzt sagen, legen wir sofort los mit dem ersten Tipp und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. Antizyklisch fahren. Stimmt das? Gibt es das immer noch? Ja, definitiv. Es ist statistisch bewiesen. Und zwar am Freitagnachmittag zwischen 13 und 20 Uhr sind die Autobahnen statistisch gesehen richtig voll und dasselbe am Montag zwischen 9 und 15 Uhr. Stopp! Jetzt habe ich ja gesehen, ich habe einen riesen Bock reingehauen. Sorry dafür. Natürlich nicht Montag, sondern Samstag. Also Samstag zwischen 9 und 15 Uhr, da wird es auch noch mal richtig hart auf der Autobahn. Entschuldigung für den Versprechen. Umso mehr ihr zur Wochenmitte kommt, also Dienstag, Mittwoch, umso besser habt ihr es auf der Autobahn. Jedenfalls nach den Statistiken. Ein ganz klarer Tipp und meine Lieblingszeit ist nachts fahren. Es ist jetzt gerade 5 nach 12 und ich mache mich auf den Weg. Es haben in 4 Bundesländern bereits die Ferien begonnen und hinter mir ist die Autobahn immer noch sehr, sehr frei. Und das, obwohl wir heute Freitag auf Samstagnacht haben, wie wir gerade gelernt haben, eigentlich die befahrensten Tage. Und jetzt in der Nacht sieht man ja, ist das relativ entspannt. Staukalender ist noch so ein Stichpunkt. Und zwar geht es nicht nur darum, wann beginnen bei dir die Ferien, die Schulferien und dann wird viel los sein, sondern auch in deinen Nachbarbundesländern oder generell in deinen Nachbarländern. Und da helfen dir die Webseiten der Autoclubs, zum Beispiel bei uns in Deutschland vom ADAC. Und da gibt es eben diese Staukalender. Bei uns, also bei den Nachbarn in Österreich wäre es der ÖAMTC oder in der Schweiz CCS. All diese Kalender, die liste ich euch auf meiner Webseite natürlich entsprechend auf, damit du die findest. Und dann kannst du richtig schön planen und findest mit Sicherheit das Zeitfenster, gerade in Kombination mit den Punkten 1 und 2, die für dich am besten sind, um stressfrei in Urlaub zu kommen. Das Gute an dem Auto ist, dass ich gar nicht verleitet bin, hier mit dem eingebauten Navi zu fahren. Was ich aber sagen möchte, ist, Navigationssysteme mit Live-Daten, das ist Gold wert. Das bedeutet Systeme wie Google Maps zum Beispiel, Apple Karten, Waze oder auch TomTom. Das sind alles Apps auf deinem Handy, die Live-Daten verwenden. Und das bedeutet, die zeigen dir an, wo hat es gerade welche Verkehrssituation und wo befinden sich Staus, wo ist vielleicht zähflüssiger Verkehr und es könnte ein Stau entstehen. Und all das wird in deine Routenplanung mit eingerechnet. Und das geht übrigens auch im Vorfeld. Es gibt Tools wie auch wieder Google Maps, die du am Rechner benutzen kannst, natürlich auch am Handy. Oder Tools wie die ADAC-Karten zum Beispiel. Und hier kannst du deine Route eingeben und kannst auch sagen, an welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit du da fahren möchtest. Und dann zeigt dir dieses System an, mit welchem Verkehr du zu rechnen hast. Und das bedeutet wiederum auch, wenn du sagst, du willst zu dieser Uhrzeit ankommen, dann empfiehlt dir das System, wann du losfahren solltest. Alternativrouten. In der Vorbereitung ist es oft super, wenn du dir schon mal anschaust, gibt es zu deiner normalen Hauptstrecke auch Alternativrouten. Selbst wenn die am Ende vielleicht ein paar Kilometer länger sind, kann es am Ende viel schneller gehen, dass du ans Ziel kommst. Und es ist vor allem auch meistens deutlich schöner, dort zu fahren. Wichtig ist, wenn du im Stau bist und plötzlich merkst, ey, jetzt geht es nicht mehr weiter und du brauchst eine Alternativroute, dann nicht blind runterfahren. Denn wenn du in deinem Navi siehst, ey, das ist dieselbe Zeit auf der Alternativroute, dann kann ich dir jetzt schon sagen, wirst du länger brauchen. Denn auf Bundesstraßen und so weiter, durch die Ampeln, die dann kommen, dann wird es immer am Ende länger dauern, als wenn du einfach auf der Autobahn bleibst und das durchziehst. Bekannte Nadelöhre oder Engpässe, wie zum Beispiel Gotthardtunnel, die Brennerautobahn, Tauerautobahn, der Fernpass. Solche Stellen, die am besten immer möglichst früh oder erst sehr spät anfahren, denn dann habt ihr die Chance, dass ihr da am besten durchkommt. Und ich habe dazu auch noch mal einen nächsten Tipp.
Ja, viele Engpässe entstehen natürlich durch Mautstationen. Da könnt ihr euch vorher digital mit Apps behelfen oder natürlich auch auf dem Rechner, indem ihr diese digitale Maut schon vorab auf euer Kennzeichen registriert. Das betrifft entweder wirklich Autobahngebühren oder einfach so Abschnittsgebühren wie bei der Brennerautobahn beispielsweise. Da gibt es überall Apps, ich verlinke euch das natürlich entsprechend und dann könnt ihr euch das vorher runterladen und könnt dann ganz entspannt auf einer dafür vorgesehenen Spur durchrauschen. Das Ganze geht auch mit zum Beispiel Systemen wie Pip & Go. Da gibt es wieder verschiedene Kästchen, die du dir vorne an die Windschutzscheibe kleben kannst. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie schwer dein Fahrzeug ist, also das zulässige Gesamtgewicht deines Fahrzeuges. Und dann kannst du dort auch einfach durch diese Autobahnmautstellen durchrauschen. Da gibt es auch zahlreiche Videos, die verlinke ich euch natürlich entsprechend. Funktioniert aber auch nicht immer, wenn du vor dir so einen Vollpfosten hast, der das nicht kapiert mit dieser Spur, dann dahin fährt und mit seiner Flasche, wo er das ganze Jahr über immer seine 1- und 2-Cent-Stücke gesammelt hat, dann bezahlen möchte, dann hast du auch ein Problem. Klingt bescheuert, aber vorausschauendes Fahren, genügend Abstand halten und ausgewogen fahren. Assistenzsysteme helfen da, finde ich, hervorragend dabei. Denn dieses hektische Anfahren und wieder abruptes Bremsen, das zieht sich nach hinten durch. Und ihr kennt es vielleicht, wenn du auf der Autobahn fährst und plötzlich aus dem Nichts stehen bleiben musst, vielleicht auch nur 10, 15 Sekunden, plötzlich geht es wieder weiter und du weißt gar nicht warum. Das ist genau der Grund. Ganz schwieriges Thema, Reißverschlussverfahren. Ich will jetzt nicht belehrend klingen oder neunmal klug. Ich muss mir an die eigene Nase fassen, ich sag dir gleich warum. Wir wissen alle, wie es geht. Wir fahren auf unserer Spur bis zum Hindernis und erst unmittelbar vor diesem Hindernis fahren wir auf die gute Spur. Wir fädeln ein, einer nach dem anderen. Wir wissen es alle. Aber ich bin selber so, wenn ich schon dieses Schild sehe, hey, jetzt Fahrspur wechseln, dann mache ich das gleich, weil ich mir denke, das ist höflich. Wenn ich bis ganz vorfahre, das ist vielleicht unverschämt. Auf der anderen Seite, wenn ich auf der guten Spur bin und dann vorne bin und dann haben es ein paar verbummelt, dann lasse ich halt 2, 3 rein. Nein, seid da nicht nett, es hilft nichts. Es ist statistisch bewiesen, diese beiden Dinge führen zu einem längeren Rückstau. Das ist einfach Physik. Bin jetzt auch nicht mehr nett. Und weil es gerade so schön dazu passt, auch ein sehr belehrendes Thema, das Thema Rettungsgasse. Keine Angst, ich will nur eine Sache erklären, weil ich es gerade neulich erst wieder im Gespräch hatte. Da hat dann mein Gesprächspartner gesagt, naja, aber wenn ich in der Baustelle stehe, dann brauche ich das nicht, weil da weiß ich, das ist wegen der Baustelle. Ja klar, dann ist da vorne kein Unfall, aber es kann ja trotzdem sein, dass ein Rettungswagen da durchfahren muss, weil der durch die Baustelle durchfahren muss, um an ein anderes Ziel zu gelangen. Das muss ja kein Unfall sein, der kann ja einfach nur in die nächste Ausfahrt wieder rausfahren müssen. Wir machen weiter. Und jetzt kommt der ganz große Vorteil von uns Campern. Ich fahre jetzt gerade auf ein Stauende zu, weil ich die Autobahn wechseln muss. Und auf die Autobahn, auf die ich drauf möchte, hat es halt einfach einen Megastau. Wenn ich jetzt im Camper unterwegs wäre, hätte ich eine Toilette dabei, ich hätte gekühlte Getränke dabei, vielleicht ein bisschen Essen und all das ist natürlich ein großer Pluspunkt. Das bedeutet aber auch, ihr müsst vor Fahrtantritt immer schauen, dass alles voll ist. Also sowohl Benzin als auch dann eben die Wassertanks voll sind. Alles so, dass du es dann eben gemütlich benutzen kannst. Denn meist empfiehlt es sich, wenn du auf so ein Stauende auffährst oder in stockenden Verkehr gerätst, so wie ich gerade, dass du sofort abfährst. Und mein Problem jetzt im Pkw ist, ich brauche halt eine Raststätte, denn dann habe ich eine Toilette, dann habe ich eine Versorgung mit Essen und Trinken. Und mit dem Camper kann ich einfach überall runterfahren. Da kann ich die nächste Ausfahrt nehmen, mich irgendwo in den Schatten stellen, ich kann auf einen normalen Parkplatz fahren. Und das hat nämlich ganz, ganz klar Riesenvorteile. Ja, und dann haben wir gerade gehört, es ist super cool, wenn du deinen Kühlschrank und alles gefüllt hast. Ja, aber was auch wichtig ist, ist, dass du dafür sorgst, dass deine Warnweste zum Beispiel griffbereit ist. Alles, was irgendwie dafür sorgt, sollst du eine Panne haben oder einen Unfall absichern müssen, auch wenn du selber nicht davon betroffen bist oder auch nur eine Panne, dass du auf dich aufmerksam machst. Das können auch Warnleuchten sein. Es müssen meiner Meinung nach sogar Warnleuchten sein. Und ich weiß, dass jetzt einige von euch schreiben müssen, ja, die muss aber dann unbedingt zugelassen sein von der Straßenverkehrsordnung. Wenn es nur eine Taschenlampe ist, die rot leuchtet, ich finde es mega. Ich habe leider schon öfter Unfallstellen absichern müssen und habe da immer dafür gesorgt, dass da viel Licht ist, auch mit eingebauten Scheinwerfern, die ich in meinem Heck zum Beispiel dran habe. Und da war es noch nie so, dass die Polizei irgendwie den Finger erhoben hat. Im Gegenteil, die haben mich immer dafür gelobt, dass das so gut abgesichert war, denn das ist wirklich wahnsinnig wichtig.
Ich glaube, die Kernbotschaft ist einfach, dass man, umso besser man vorher plant, umso weniger kommst du in Stau. Das habe ich jetzt auch wieder beim Machen dieses Videos einfach gelernt und ich hoffe, dass euch das auch eine Menge bringt. Wenn dem so ist, dann lasst super gerne ein Like da, das ist für mich immer eine tolle Bestätigung. Und was mich noch mehr freuen würde, ist, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, wenn ihr noch weitere Tipps habt, denn das hilft uns am Ende ja allen und ich würde das dann komprimiert auf meine Webseite bringen. Den Link findet ihr unten. Da seht ihr dann natürlich auch nochmal die Links zu den entsprechenden Themen, die ich jetzt im Video alle angesprochen habe. Und ich fahre immer nach dem Motto, lieber stehe ich im Stau, als dass ich die Ursache bin. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt immer eine ganz, ganz sichere Fahrt, tolle Touren und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.